Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School trainieren wir ein bisschen zu Hause und ich werde euch eine Übung zeigen, die ich den T-Rex nenne. Um gut Stickhandeln zu können, müssen beide Hände fast immer frei sein. So, das untere Hand wird eigentlich immer frei sein, nur was oft passiert bei Neulingen ist, dass das obere Hand an den Brust angekettet wird. Wie ein T-Rex. Das ist wirklich nicht gut, weil dann macht das untere Hand wirklich alles. Von der oberen Hand beim Stickhandling kommt oft sehr viel Kontrolle. Ist das obere Hand frei, hat man einen viel besseren Bewegungsradius und deswegen wollen wir immer schauen, dass beide Hände so oft wie möglich beim Stickhandling immer frei sind. Und wenn ich meine Spiele einfach immer erzähle, okay, obere Hand weg von Brust, obere Hand weg von Brust, dann passiert meistens das. Obere Hand weg von Brust, come on. Und dann nach einer halben Minute ist der Hand wieder angekettet. Und ich zeige euch heute, wie ihr das korrigieren könnt. So habe ich die Übung einfach aufgebaut. Einfach einen Besenstiel genommen und er ist auf der Innenseite von meiner Tür mit Panzertape geklebt. Ich weiß, es sieht echt professionell aus. Wenn du einen Partner hast, der dir damit helfen kann, kann er einfach seinen Schlägerknauf zwischen deinen Arm und deinen Brust stecken. Und du sollst einfach schauen, dass du den Schlägerknauf nicht berührst. Meine Frau muss sich um beide Kinder kümmern, damit ich ein YouTube-Video drehen kann. Von daher habe ich das einfach so aufgebaut. Okay. So, stelle ich mich jetzt auf, tue meine obere Hand hier drüben. Der Besenstiel geht ungefähr zur Mitte von meiner linken Brust. Nicht komplett quer hier rüber, sonst würde meine untere Hand immer dagegen schlagen. Das wollen wir nicht. Wenn du einen Partner hast, kann sich der Partner einfach deine Bewegungen ein bisschen anpassen und den Schläger immer in diesem Bereich einfach halten, damit ein kleinen Zwischenraum zwischen Arm und Brust entsteht. Schauen wir, wie das so läuft. Ich habe die Scheibe neben mir. Und meine obere Hand ist immer frei. Ich kann mich auch drehen, sodass die Scheibe genau vor mir ist. Und muss einfach immer schauen, dass meine Hand den Schläger nicht berührt. Sogar für mich fühlt sich das ab und zu mal ein bisschen komisch an, aber der Schlüssel hier, wir wollen eigentlich übertreiben. Wenn wir einen Fehler machen, dass unser Arm viel zu nah an unserer Brust ist, wenn wir übertreiben, damit der Arm ewig weit weg ist, wenn wir fertig mit der Übung sind, hoffentlich kommen wir irgendwann zu einem Bereich, wo wir einfach ein bisschen Platz zwischen Arm und Brust haben. Es muss nicht die ganze Zeit hier draußen sein, sondern einfach ein bisschen Raum haben. Ich kann auch sogar ein paar Toe Drags auspacken. Seht ihr auch, wenn ich einen Toe Drag mache, dass eigentlich meine obere Hand weiter wegkommt, wenn der Puck reinkommt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für Toe Drags, für später. Und einfach schön ein bisschen mischen. Hier sieht man einfach in einem Close-Up, wie das so ausschaut. Meine obere Hand ist immer frei. So Leute, das war's zum T-Rex-Übung bei Marcel's Hockey School. Manchmal ist es wichtig, einen Bewegungsablauf zu übertreiben, damit der Ablauf am Ende genau richtig ist. Bestes Beispiel davon ist, wenn man Schlittschuh läuft und wir einen Spieler haben, der wirklich so breitbeinig läuft, dann üben wir, dass er oder sie seinen Schlittschuh wieder komplett zur Mitte bringt, den anderen Schuh antippst, bevor der andere Fuß rausgeht. Natürlich tippsen wir nie einen Schlittschuh an beim normalen Schlittschuhlaufen, aber wir übertreiben, damit am Ende der Schritt richtig
schön sauber wird. Und genau das machen wir hier. Wir übertreiben mit dem Besenstiel dazwischen. Unsere Hand muss ewig weit weg von unserem Körper sein, damit am Ende es schön hier bleibt und nicht angekettet ist wie ein T-Rex. Ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.